und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Hallo Willi Langer. Was für uns so wichtig war, war diese, ich sage immer, die Zeit der Leidenschaft. Ja. Also da habe ich ein bisschen so den Ruf auch gehabt, der Langer, der kann Der schon Slap King. Bin mit der Platten unterm Arm durch die Stadt gegangen, einfach so, weil ich wollte, dass die Leute sehen, dass ich eine Platten habe. In jungen Jahren meinen Trichter aufgehabt und da habe ich die Musik eingefühlt und unten ist was rausgekommen. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Brossartig, dem Musiker-Nerd-Talk. Ich freue mich, dass du draufgeklickt hast. Wir sind hier bei YMI Records und wir haben einen ganz, ganz großartigen Gast heute hier. Ich würde sagen, eine wirkliche Musikerlegende. Um genau zu sein, was mir entgegenkommt als Bassist, eine Bassistenlegende Österreichs. Und der hat wirklich schon, ich würde sagen, in ganz Europa gespielt, wie ich noch knockert mit der Trommel um einen Christbaum gerannt bin. Und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Hallo Willi Langer. Hallo David und hallo Publikum. Super, dass du da bist. Ja, wie gesagt, du hast wirklich schon also einiges gemacht in deinem Leben. Was ich sehr spannend finde und was, glaube ich, auch sehr viele Kollegen spannend finden und auch Leute, die vielleicht auch Hobbymusiker sind, Amateure, semi-professionelle Musiker bis hin, wie gesagt, zu Kollegen. Ich habe mir gedacht, ich habe kurz in deine Homepage geschaut, weil ich wissen wollte, was sind deine Referenzen? Wo hast du schon überall gespielt? Diese Liste war so unendlich lang und wenn ich jetzt da angefangen hätte, das alles hier zu präsentieren und irgendwie runterzulesen oder zu zitieren, habe ich mir gedacht, das dauert lang, das ist eine ganze Sendung, das ist eigentlich dann Fahrt. Und dann habe ich gedacht, ich drehe das Ganze um. Ich frage jetzt einfach ein paar Dinge ab und du sagst einfach ja oder nein, ob du mit diesen Leuten schon irgendwie gespielt hast oder gemacht hast oder nicht. Okay? Probieren wir mal. Okay. Ich fange mal an mit, was weiß ich, ERV. ERV, ja, aber es hält sich in Grenzen, ich spiele auf ein Album. Ja. Okay. Einfach als Gast, immerhin. als Jobmusiker, Ja. also als Studiomusiker. Ja. Na gut. Reinhard Fendrich. Reinhard Fendrich, mit dem verbindet mich natürlich viel mehr, weil ich war 15 Jahre fixes Bandmitglied und habe, glaube ich... 15 Jahre? 15 Jahre, ziemlich genau, ja. Okay. Und habe, glaube ich, 7 Alben und ein paar Live und Compilations und Videos aufgenommen, aber 7 komplette Alben, glaube ich, mit dem Reinhard und es war natürlich eine tolle Zeit. Also, das muss ich sagen, das ist ja von mir so ein geheimer Traum. Ich möchte einmal einen Gig nur mit Reinhard Fendrich spielen. Das war immer so ein unerfüllter Traum, weil ich ihn als einfach, ich halte ihn für den besten Texter des Landes. Das ist großartig. Und ich mag also die Arrangements vom Kolonowitz einfach in Verbindung mit diesen. Das ist einfach, für mich ist ein bisschen als Act so ein bisschen der Eros Ramazzotti Österreichs. So, hat immer die besten Musiker gehabt, die schöne Arrangements. Obwohl ich sonst nicht so der Austropop-Fan bin, aber Fendrich war ja immer, das hätte ich gern gemacht, bin wirklich mit dieser Musik sehr aufgewachsen. Ja, also ich habe es auch sehr genossen, 15 Jahre mit dem Reinhard zu spielen. Es waren immer super Musiker und wir haben tolle Gigs. Also mit dem Reinhard Fendrich bei Schönwetter auf der Donauinsel zu spielen, am Donauinselfest, das ist schon ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Wenn wir gleich beim Fendrich sind, Ambros? Mit dem Wolfgang habe ich ein Album aufgenommen. Da ist Anfang 2000er, glaube ich, war das, hat es einmal ein Album gegeben, das ist nicht mit seiner Band aufgenommen worden, sondern auch mit Studiomusikern und das haben die Beat for Feed produziert. Okay. Das Album heißt Namenlos und das Album habe ich gespielt damals zum Großteil. Nicht alle Nummern, aber den Großteil. Und mit dem Wolfgang habe ich natürlich auch ein paar andere Sachen gemacht, über den Reinhard mehr oder weniger, wo der Wolfgang als Gast dabei war bei Konzerten und auch bei diesem
mehr oder weniger Abschiedskonzert von Georg Danzer in der Stadthalle, wo in der 2007 im April war das, glaube ich, er ist im Juni dann verstorben. Und im April, also es war in Georg ganz wichtig, dass er sich von seinem Publikum noch ordentlich verabschiedet. Ja. Kann mich erinnern, ja. Ich glaube, das Publikum hat nicht wirklich gewusst, dass das die Verabschiedung ist, aber wir haben es gewusst und er hat es gewusst. War ein sehr spezielles Konzert, wirklich berührend, und er war unglaublich stark. Er hat bei der Probe oder bei den Proben hat er sich schon immer zwischendurch hinlegen müssen. Er war nicht mehr so Echt kräftig. so Ja. Aber er hat es so durchgezogen bei dem Konzert und also war wirklich bewundernswert. Und das war auch das letzte Zusammentreffen von den A3, also da war der Georg mit dem Reinhard und mit dem Wolfgang. Und insofern war das auch das letzte A3-Konzert, mehr oder weniger, oder das letzte Mal, dass die zusammengespielt haben, waren auch eine Menge andere Gäste, die Marianne Ment, der Andi Baum, der Willi Resetaritz, der Christian Becker und so weiter. Der Uli Bär hat natürlich auch gespielt, also es war ein sehr spezielles Konzert, und da gibt's auch ein Doppelalbum davon, das heißt "Und manchmal kann es auch regnen", kann ich nur empfehlen. Ja. Marianne Ment hast du, glaube ich, auch gespielt, oder? In irgendeiner Naja, Form? bei der Marianne, da gibt es auch ein paar Sachen. Marianne Ment habe ich erstens einmal sehr früh irgendwann einmal, kann sogar sein, dass das noch 80er Jahre, da müsste ich das selber recherchieren, oder Anfang 90er, ein Album gespielt. Das heißt, glaube ich, Moment. Ich bin nicht sicher. Und später habe ich eine Musical-Produktion mit ihr gespielt. Also ich habe sehr, sehr viele Musicals in meinem Leben schon gespielt. Also einerseits bei den Vereinigten Bühnen, 7 Jahre, aber auch in verschiedensten anderen Konstellationen. Zum Beispiel auch in Stockerau waren immer so Sommerspiele früher. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und da habe ich einige Jahre das gemacht, und da hat es einmal ein Stück gegeben, wo die Marianne dabei war. Ich weiß aber auch da nicht mehr, wie das Stück geheißen hat. Ja, also ich kenne die Marianne schon sehr lang, und wir haben ein paar Mal was miteinander gemacht. Und auch da unter anderem die Sache, wo sie als Gast war beim Georg, bei diesem Konzert. Ja. Wer fällt mir noch ein? Wann hat es noch gegeben? Austropop, also österreichische Szene. Wilfried. Wilfried habe ich 7 Jahre gespielt. Das ist echt, ich habe es ja wirklich nicht gewusst. Ja, Okay. ja, nein, Wilfried habe ich 7 Jahre gespielt. Das hat sich so ergeben. Ich habe ja meine allererste Band, Zenit, die ich mit 16 übermütig gegründet habe, habe ich gemeinsam mit Hannes Treiber gegründet. Und der Hannes ist ja einer meiner ganz wichtigen musikalischen Lebensmenschen, mehr oder weniger. Und auch überhaupt, das war natürlich eine super wichtige Zeit für uns alle damals mit Zenit. Und 10 Jahre später ungefähr, so ich glaube 87 herum, hat sich das irgendwie aufgehört, weil da hat ja jeder schon so viele andere Sachen gemacht. Und der Hannes hat beim Wilfried schon gespielt, parallel. Und hat mich dann Ende der 80er dazugeholt beim Wilfried, mehr oder weniger. Und das war dann 7 Jahre, glaube ich, haben wir dann in der Besetzung gespielt. Mit dem Freddy Tetzele an der Gitarre und der Hossein Rastiger am Schlagzeug, der leider auch schon verstorben ist, so wie der Wilfried. Und haben auch ein paar Alben aufgenommen. Kann ich auch eins sehr empfehlen, das Album Gemma. Wilfried Gemma, kennen nicht viele Leute, ist ein super Album, finde ich. Also ist wirklich sehr gelungen. Ja, und dann hat der Wilfried ja mehr oder weniger aufgehört mit der Band und hat das Viergesang gemacht. Ja. Aber ja, 7 Jahre Wilfried. Okay. Lustigerweise verwechsel ich die zwei nämlich immer, was ein totaler Blödsinn ist. Die sind sich gar nicht so ähnlich. Ich weiß nicht warum, aber dann kommen wir zum nächsten, eben Bilgeri. Bilgeri habe ich ein Album aufgenommen mit dem Reinhold, und zwar das Album nennt sich Jazz It und ist eher ein jazziges Album, wie man sich schon denken kann, und eigentlich auch ein sehr schönes Album, sehr entspannt und sehr geschmackvoll produziert vom Joe Meixner. Und ja,
Also hat mir auch riesen Spaß gemacht. Spielen auch, da spielt also Harry Sokal und der Christian Lettner Schlagzeug, eben der Joe Maxner und ich glaube der Martin Fuß, also spielen 2 Saxophonisten, glaube ich. Also die ganz untalentierten. Ja, also wirklich ist ein sehr, sehr schönes Album geworden, ja. Du hast doch bei der Queen gespielt, bei Steffi Werger. Das war sie. Ja, mit der Steffi das hat so angefangen eigentlich, dass ich in den 90er Jahren ist losgegangen, dass ich ihre Alben eingespielt habe. Da habe ich aber noch lange nicht live gespielt. Ich glaube, das erste Album, das ich eingespielt habe, heißt Lebenszeichen oder Mit uns die Zeit oder so. Ich weiß nicht. Also so ab Mitte 90er Jahre oder Anfang 90er Jahre habe ich da alle Alben eingespielt für sie. Und irgendwann so dann, ich schätze mal ab 2010 oder so, habe ich dann auch live gespielt oder vielleicht auch ein bisschen später. Ja. Also Steffi habe ich auch sehr viel gemacht. Ja. Jetzt komme ich zu denen, wo ich nicht mehr nachfrage, sondern wo es wirklich definitiv war. Das eine ist, glaube ich, der österreichische Act, wo jeder Musiker irgendwie den Hut zieht, das Count Basic. Da bist du ja, glaube ich, wirklich schon Ewigkeiten auch. Von Anfang an eigentlich dabei. Ne? Weil der Peter, wir haben ja so quasi ein Vorgängerprojekt gehabt, das war Rough and Tough. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie. Das war so eine Funkband. Ja. Und da war mehr oder weniger das schon fast die Count Basic Besetzung, die Rhythmusband, jedenfalls Bläser haben wir da gehabt bei Rough and Tough. Und der Peter hat dann irgendwann gesagt, er macht jetzt sein eigenes Ding und hat eben Count Basic gegründet. Ja. Und bei Rough and Tough hat schon der Dieter Kolbeck gespielt und eben ich und der Tommy Böritz, der auch ganz am Anfang bei Count Basic auch noch dabei war. Das wusste ich gar nicht. Bis dann der Dirk Erchinger gekommen ist. Aber das war, also das Count Basic ist so ein bisschen die Nachfolge von Rough and Tough ein bisschen. Der Peter hat dann eben wollte sein eigenes Projekt machen und man muss ihm einfach gratulieren, was er auf die Füße gestellt hat. Das ist wirklich super und ich glaube, jeder Musiker, der in der Band gespielt hat oder spielt, für den ist das auch eine super Referenz, weil wir haben wirklich mehr oder weniger internationales Aufsehen, also international. Es klingt auch so. Man muss ja sagen, man hört oft aus irgendeinem Grund, ich weiß es nicht warum, oder vielleicht ist das auch Hirnsache, aber ich bilde mir ein, dass ich selbst bei guten österreichischen Projekten sehr oft raushört, dass es eine österreichische Produktion ist. Ich weiß nicht warum. Ja, und das ist bei Count Basic einfach nicht so. Count Basic klingt einfach international. Ja, vielleicht auch deshalb, weil der Peter ja beim ersten Album nach London gegangen ist. Und da hat er den Dieter mitgenommen, den Dieter Kolbeck, aber die zwei sind nach London und haben sonst eigentlich mit Musikern aus der Londoner Szene das aufgenommen. Insofern war das ja international natürlich. Ich habe dann auch noch was am Album gespielt, aber das meiste hat eigentlich der Randy Hope Taylor gespielt von Incognito und der Ernie McCone. Also es waren fast lauter englische Musiker auf dem Album, was natürlich ein super Start war für die Band. Und ab dem zweiten Album hat aber dann quasi auch die Liveband alles eingespielt, immer, bis auf ein paar Gäste. Und ja, also mit der Band hat man ein bisschen ein internationales Aufsehen gekriegt oder Aufmerksamkeit gekriegt, was für uns alle eine super Sache war. Ich weiß, ich habe zum Beispiel ein doppelseitiges Interview in einem japanischen Bassmagazin, das habe ich nur deswegen gekriegt, damals, weil ich bei Count Basic gespielt habe und sonst hätte mich keiner bemerkt. Ja. Also das war für uns alle klasse und wir haben auch super Tourneen gespielt. Wir haben Europatourneen gespielt, die riesen Spaß gemacht haben. Die Musik ist einfach lässig zum Spielen und also der Peter hat wirklich da kann er auch stolz sein drauf. Ja. Ja. Dann weiß ich,
dass du mit Thomas D. gespielt hast? In irgendeiner Form Ja. oder irgendwas gespielt hast? Ja, Thomas D. ist, es gibt ja manchmal so Sachen, die ein bisschen zufällig passieren. Die klingen dann zwar super, dass ich bei Thomas D. gespielt habe, aber in Wahrheit kann ich gar nicht so viel dafür. Weil da Ja gut, hat aber halt, irgendein Wappler hätten sie nicht genommen. nein, Also, das ist, du musst natürlich das schon vernünftig dann auch erledigen, das ist eh klar. Aber der Produzent von dem Album oder ich glaube Mitproduzent, der Michi Dörfler, ich weiß nicht, ob du den Ja, kennst, kenn ich. der Michi Dörfler hat das Album zum Teil produziert und deshalb, weil ich mit Michi ja immer wieder was gemacht habe, hat mich der engagiert für die 2 Titel, die er produziert hat. Er hat vielleicht mehr produziert, ich weiß nicht mehr alles, es ist alles teilweise lang her, aber der Michi hat da auf jeden Fall produziert für das Album und darum spiele ich glaube, der Dieter spielt auch, was ich mich Ja, der erinnern Mich, das kann. weiß ich, der Ja. Dieter macht mit Also, Dörfler. genau. Daher kenne ich den Namen auch. Genau, Ja. und darum spiele ich halt auf ein Thomas D-Album. Okay. Aber Ja, ja, why not? Das ist aber bei weitem trotzdem ja nicht das Ärgste, weil ich muss das ja vielleicht kurz erklären. Bei der Needle, die hat eine fantastische Tina Turner Show und da bin ich einer von 2 Bassisten, also aus dem Bassistenpool und der andere Bassist bist du. Und letztens war es aber so, dass wir irgendwie mit den Buchungen, weiß ich nicht, das ist irgendwie so über Kreuz gewesen und dann hast du Bass gespielt. Und dafür warst du der Star. ich war der Stargast. Ich war jetzt einmal in meinem Leben Stargast, das ist herrlich. Ja? Und habe dann einen Song gesungen und somit hatten wir gemeinsam einmal einen Gig, was ja cool ist. Weil das wird uns sonst ja eher selten passieren als Bassisten, schätze ich. Und auf jeden Fall hatten wir diesen Gig beim Tandler-Shop von der MA 48. Und der Tandler-Shop, das funktionierte so, dass du bei jedem Müllplatz von der MA 48 in Wien kannst du Dinge abgeben, die du nicht mehr brauchst und die werden dann dort verkauft, sofern man das nur verkaufen kann in irgendeiner Form. Und es ist dann praktisch ein Second-Hand-Shop. Und nach dem Soundcheck kommt der Willi zu mir mit einer CD, mit einer Tina Turner CD bei der Tina Turner Show und sagt, boah, super, die habe ich da gefunden, die CD ist total leibend, weil die habe ich nirgends mehr gekriegt. Ne? Und ich sage, aha, okay, wieso, was ist das Tina Turner CD, wieso kriegt man die nirgends mehr? Oder was ist das für eine Tina Turner CD? Sagt er, ja, da habe ich gespielt. Also das Original wirklich auf einer Tina Turner Ja. CD Bass gespielt. Ich meine, das Ist ja, aber auch wieder so eine Sache, Ja, die aber man nicht trotzdem. überbewerten darf, weil es Ja. auch wieder nur ein Zufall. Aber mit dem Album nicht, ist ein Single eigentlich, ja, war ich immer ein bisschen, das war immer ein bisschen ein Dilemma für mich, weil ich spiele auf dem Single-Release von When the Heartache is Over. Ja. Das ist wirklich der weltweite Single-Release, gibt es auf Vinyl, gibt es auf CD. Und da sind 3 Versionen drauf und eine Version davon ist halt zum Teil in Wien produziert. Wieder, ich war halt der als Studiomusiker angerufen worden ist für das. Das ist so eine, so eine Hausversion, wo der Bass relativ prominent ist. Aber ja, die Musiker stehen halt nicht drauf auf der CD und auf der Platten. Und jetzt ist natürlich schwierig, weil jetzt schreibst du das in der Creditlisten und genau auf den Namen stürzt sich natürlich jeder. Tina Turner ist natürlich der größte Name in der Creditlisten von mir. Und jeder sagt dann, du hast bei der Tina Turner gespielt. Und dann muss ich immer erklären. Also, nein, es ist so, ich habe einen Titel gespielt, der auf einer CD Du und musst auf einer einfach Platte erklären, ist. das Und das ist... Aber den Namen weglassen Nein, in ist der auch Credit deppert. lassen ist auch komisch, Ja, weil versteh ich. ich spiele ja wirklich. Ja, das ist blöd. Es ist ein bisschen ein Dilemma, Ja, aber man kommt immer ein bisschen in Erklärungsnotstand. Aber ich spiele auf der CD beziehungsweise auf der Platte, aber es wäre schön, wenn die Pass auf, wir Namen machen das drauf einfach so waren. hier bei Prosartig heute bei YMI Records. Es ist einfach so, dass der offizielle Tina Turner Bassist sitzt aus. Ui. Mehr Nein, will ich dazu also nicht sagen. wäre natürlich klasse, wenn die Musiker draufstehen würden, weil dann würde Ja, ich mir das alles hätte ich auch ersparen. gesagt, Aber manchmal ist halt gerade auf einer Single ist halt oft so. Aber ja, das ist halt die Geschichte zu Tina Turner. Aber wir können ja eine kleine Stufe runtergehen und das ist wirklich nur eine kleine Stufe, finde ich, wo du tatsächlich wirklich lang gespielt hast und nicht nur so, sagen wir halt, sondern so richtig, ist einfach Gloria Gaynor. Das Ja. ist einfach ein Fakt. Wie hat sich das ergeben?
Gloria Gaynor habe ich ungefähr 12 Jahre gespielt. Die hat das so gemacht. Die hat gehabt 3 Bands, mehr oder weniger. Eine USA-Band, also eine Nordamerika-Band, eine Südamerika-Band und eine Europa-Band. Das war damals aus Kostengründen. Das mache ich jetzt auch. Ja, kann ich nur empfehlen, Ja, da super. sparst du ein bisschen was mit dem Fliegen und so. Muss nur schauen, dass ich Du musst die Auftritte Band kriege, aber nicht, auf Gott sei Dank, ja. Nein, also so habe ich das noch in Erinnerung. Und es ist natürlich um Kosten gegangen, weil das war eine große Band mit Bläsern, mit Chorsängerinnen, Percussion und so weiter. Also eine Riesenband. Und natürlich macht es einen Unterschied, wenn da alle aus den USA nach Spanien fliegen oder sie aus den USA nach Spanien fliegt und die Band von Wien nach Spanien fliegt. Ja. Chaka Khan macht das auch immer so. Ja. Und das heißt, wir waren die Europaband. Ja. Und also wir haben schon drüber hinaus ein bisschen gespielt. Wir haben genauso gespielt, ein bisschen Afrika, ein bisschen Asien. Wir haben einmal, was weiß ich, in dem Burj Al Arab in Dubai gespielt, an Silvester. Wir haben in Casablanca gespielt. Wir haben aber halt hauptsächlich in Europa. Sehr viel Spanien, muss man sagen. Und ja, sehr schöne Festivals, super Gigs am Strand, 20.000 Leute und so. Das war cool. Und hat auch großen Spaß gemacht, weil die Musik lässig ist. Und warum ist das so passiert? Weil wir mit Count Basic die gleiche Booking Agency gehabt haben wie die Gloria in Europa. Ja. Und jetzt haben die irgendwann, nachdem wir als Count Basic Musiker mehr oder weniger einen guten Ruf hatten und irgendwie uns zutraut worden ist, dass wir das ordentlich machen, ja, haben die uns dann gefragt, du, was ist, wollt ihr nicht mit der Gloria Gaynor spielen? Und dann war es so, der Peter Legert hat sich nicht so drum gerissen. Der hat sich lieber konzentriert auf Count Basic. Das, was ich auch verstehe. Das war für ihn das hat für ihn Priorität gehabt, natürlich. Ja. Aber wir Musiker, wir Count Basic Musiker haben natürlich alle gesagt, machen wir gern. Das heißt, das war der Dieter Kolbeck, dann wer war da noch dabei? Das war ursprünglich der Dirk eben dabei und die ganzen Bläser. Okay. Also damals noch der Bummi 4, Martin Fuß. Ja, cool. Ich glaube, ursprünglich glaube ich noch eben der Christian Radovan also im Prinzip war das die Count Basic Band. Ja. Und nachdem der Peter gesagt hat, er konzentriert sich auf seine Band und so wie andere machen, weil es ist auch darum gegangen, dass der irgendwer den musikalischen Leiter macht und notfalls noch schnell was arrangiert im Flieger oder so. Ja, und dann hat der Renz Newland das übernommen. Ah ja, okay. Und der Renz war dann eigentlich mehr oder weniger Bandleader, musikalischer Leiter für die Geschichte und ansonsten war das fast die ganze Count Basic Band, manchmal mit Substituten, natürlich, ich habe auch nicht immer kennen. Aber die Grundausstattung war von Count Basic mehr oder weniger. Warst du eigentlich bei dieser David Hasselhoff-Geschichte auch dabei? Nein. Weil das war ja auch so eine Aktion, quasi. Das war diese Scrapback, Lenny Dixon, so die Abteilung. Nein, da weiß ich nämlich nicht, wer der Boss gespielt hat. Ich weiß nicht, das war damals über den Scheibmeier, glaube ich, ist das gegangen, glaube ich. Oder weiß ich nicht. Nein, da war ich nicht dabei. Okay. Aber so haben wir halt dann mit der Gloria Gaynor, ich glaube, 12 Jahre lang ungefähr gespielt. Ja. Ja, cool. Also manchmal mehr, manchmal weniger. Und sie ist halt dann manchmal nur für einen Gig hergeflogen. Und manchmal haben wir so eine kleine Serie gehabt. Also, aber es war immer interessant, weil man halt auch ein bisschen wohin gekommen ist, wo man sonst nicht jeden Tag hinkommt. Ja. Sehr cool. Ja. Jetzt habe ich dich ja vorher angesagt als Legende, als Musikerlegende, als Bassistenlegende. Ich kann mir vorstellen, dass man das selber, wenn man jetzt nicht der komplette Narzisst ist, ja so nicht empfindet, sondern kann man wahrscheinlich selber... Man weiß nur, dass man schon älter ist und Beispiel, vielleicht ist das dann... Mythen und Legenden. Wird man dann eine Legende, wenn man alt ist. Ja. Aber ich habe diesen Terminus deswegen auch ein bisschen verwendet, weil ich der Meinung bin, oder ich nehme das so wahr, es gibt ganz, ganz viele tolle Jobmusiker, also das ist aber überhaupt keine Frage, da fallen mir unzählige Namen ein und trotzdem, das hat gar nicht unbedingt immer mit der Qualität zu tun oder wie gut wer spielt oder so, und trotzdem gibt es dann ein paar von denen, die würde ich dann irgendwie gefühlsmäßig
in diese Legendengeschichte einordnen. Also da gehörst für mich du dazu, da fällt mir ein, was weiß ich, Peter Skrebbeck ist für mich auch so ein bisschen eine Legende einfach. Helmut Bibel ist für mich eine Legende, eine Gitarrenlegende einfach. Ja. Auch der Tommy Lang irgendwo, wo der jetzt vielleicht noch gar nicht so das Alter hat, ich weiß gar nicht, wie lange, das habe ich schon ewig nicht mehr. Der Tommy ist halt irgendwie outstanding. Ja, richtig, ist ein anderes. Ja. Aber also du weißt ungefähr, glaube ich, was ich meine. Das sind so diese Legenden. Die Leute ein bisschen außerstechen letztendlich. Genau. Die Frage ist, weil das ist ja gar keine Wertung in keinster Weise. Was ich mich frage ist, siehst du, weil du unterrichtest ja auch viel. Und du hast viel mit dem Nachwuchs auch zu tun. Also das ist ja sogar, und das muss ich mir auch erst gewöhnen, dass ich zu denen gar nicht mehr kehre, sondern dass ich ja eigentlich auch schon alter Trottel bin mittlerweile. Sondern wirklich, also das, was jetzt nachkommt. Siehst du Unterschiede aus der Generation jetzt von dir oder von mir, weil ich bin eine knapp unter dir, würde ich sagen, und die Generation, die jetzt nachkommt, siehst du da gibt es da Unterschiede in deiner Wahrnehmung? Oder ist das so wie immer, nur halt ein paar Jahre später? Das ist keine einfache Frage, weiß, aber ich sehe die Unterschiede eher im Umfeld oder mehr oder weniger in den Bedingungen, die damals geherrscht haben und die Bedingungen, die jetzt herrschen. Weil wenn du mir unterstellst, eine Legende zu sein, dann hat es, glaube ich, damit viel zu tun, dass in der Zeit, wo ich herkomme, war die Musikerdichte nicht annähernd so wie jetzt. Ja. Also damals hat es für jedes Instrument eine Handvoll Musiker in Österreich gegeben, die man kennt hat und oder jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Ja. Es war alles noch ein bisschen überschaubarer und ich glaube, es war viel einfacher, da ein bisschen herauszustechen. Ja. Es ist jetzt die Dichte wahnsinnig groß. Es gibt so viele gute Musikerinnen und Musiker und da sie irgendwie noch irgendwie hervorzuheben, ist viel schwieriger, glaube ich. Und auch, es wird so viel, jeder kann alles produzieren, was er will. Damals war das ja eine elitäre Sache, dass auch eine Band in ein Studio gegangen ist und eine Platten. Ich kann mich erinnern, mit meiner ersten Band, wie wir die erste Platten gehabt haben, Zenit Stimmungswechsel, ja, mit 20 oder so. Ich bin mit der Platten unterm Arm durch die Stadt gegangen, einfach so, weil ich wollte, dass die Leute sehen, dass ich eine Platten habe. Ja, also das war damals noch so was Seltenes, dass eine Band eine Platten hat. Ja. Und ins Studio hat viel Geld gekostet und ja, heute kannst du mit einem Laptop und mit ein bisschen drumherum eigentlich schon vernünftig produzieren. Also sprich, es war damals noch irgendwie viel einfacher, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat, weil es hat halt nicht so viel gegeben. Und insofern glaube ich, das hat mir sicher auch ein bisschen in die Hände gespielt, dass man leichter irgendwie da ein bisschen so einen Stand gekriegt hat oder einen Status. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich sicher einer der ersten in Österreich war, die ein eigenes richtiges Bassalbum gemacht haben. Ich habe 1993, gar nicht so früh, aber doch hat es noch nicht so viel gegeben in die Richtung. Das Album The Colors of the Octopus ausgebracht. Das war mein erstes eigenes Album. Und das haben auch noch nicht viel vorher gemacht. Ja, so ein richtiges Bass-Feature-Album. Und auch unter anderem mit dem Thomas Lang oder mit dem Tommy Lang, der das meiste auf dem Album spielt. Und die Kombination war natürlich auch lässig, ja, und hat ein bisschen, ja, hat eine gute Energie. Und ja, also es waren halt ein paar Dinge, die da zusammengekommen sind, vielleicht auch. Unter anderem, vielleicht ist auch eine eigene Geschichte noch, die Sache mit dem Stanley Clarke, die auch da sicher noch ein bisschen beigetragen hat, weil ich mit meiner damaligen Band Zenit haben wir die Möglichkeit gehabt, mit dem Stanley Clarke mitzufahren als Vorband. Das war, glaube ich, 1995
85 oder so. Da gab es noch das Vierteltelefon. Ja. Wer's kennt. Ja, das halt, hat man noch einen Gig gehabt, dass man durchgekommen ist. Und ja, und dann der Stanley Clarke hat mich dann, also beim ersten Gig hat er halt ein bisschen so zugeschaut bei uns und ab dem zweiten Gig hat er mich immer auf die Bühne geholt bei seiner letzten Nummer und wir haben seine letzte Nummer immer mit 2 Bässen dann gespielt. Ja. Und ich glaube, das letzte Konzert von der Tour, glaube ich, war in den Sophiensälen in Wien. Und da haben wir mit Zenit eben vorher gespielt, glaube ich, einen lässigen Gig. Ja. Und dann bei der letzten Nummer vom Stanley hat er mich wieder auf die Bühne geholt und wir haben halt mit 2 Bässen gegeigt. Und da waren halt irrsinnig viele Musiker da aus der Wiener Szene. Jazzpolizei, ne? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis oder ein wichtiger Punkt, wo dann alle gesagt haben, hast du gesehen, der Langer hat mit dem Stanley Clarke. Und also es sind ein paar Dinge passiert, die mir sicher ein bisschen geholfen haben, wo die Leute ein bisschen aufmerksam worden sind. Aber man muss sich dann trotzdem immer beweisen. Es ist ja nicht so, dass man dann, ich sage immer, es ist das Glück des Tüchtigen. Also du musst ein paar Mal vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Platz gewesen sein. Was aber schon, finde ich ja auch, weil das wird natürlich oft als Argument auch gebracht, dass viel Glück wo dabei ist und so. Und das mag einerseits natürlich stimmen. Ich glaube aber schon auch, dass dieses zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein, impliziert aber auch, dass du halt zur richtigen Zeit nicht daheim vom Fernseher huckst, sondern halt auch wohin gegangen bist und 100-mal umsonst wohin gegangen bist und beim 101. Mal warst halt dann zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Ich glaube, das darf man dabei auch nicht ganz vergessen. Ja, oft hat man sich das natürlich schon erarbeitet, dass man zur richtigen Zeit an dem Platz ist, das ist klar. Aber trotzdem, manchmal gibt es auch wirklich gute Zufälle, natürlich. Aber selbst dann sage ich immer, trotzdem es ist das Glück des Tüchtigen, weil du kannst einmal Glück haben, aber wenn es das dann nicht mehr oder weniger, dann ist es auch vorbei, nicht, wenn es dann nicht funktionierst oder nicht beweist, dass das auch, das, was du damit anfangen kannst, dann ist es auch wieder schnell vorbei mit dem Glück. Ja. Aber ich glaube, dass es eben damals ein bisschen einfacher war. Es gibt die jungen Musikerinnen und Musiker sind alle super ausgebildet, im Gegensatz zu früher. Das kommt mir nämlich auch so vor, weil ich dass bin die Ausbildung Autodidakt besser ist. gewesen. Ja. Na sicher, was hat es denn damals schon gegeben? Jazzcons, ja. Na, aber abgesehen davon, nicht? Heute schaust du auf YouTube alles in Zeitlupe an. Ja, damals hast du alles ganz anders erschließen müssen. Ja, ich weiß noch genau, wie es damals war bei mir. Da haben wir gehört auf die diversen Platten von oder Kassettentext, die dann noch verstimmt waren, im Endeffekt, nein, was 20 Grand ist. Das mit dem Slappen zum Beispiel. Ja. Wir haben es immer so schnalzen gehört auf die Platten und keiner von uns hat wirklich gewusst, wie das geht. Ja. Und ich meine, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass man dann einfach mehr oder weniger keine Chance hat, das auszufinden, weil heute schaust du das halt sofort an und du hast sofort die Tutorials oder irgendwelche Kurse dafür im Netz, oder schaust das halt einfach an, wie das funktioniert. Aber dadurch gibt es natürlich auch mehr Individualität, weil gerade beim Slappen finde ich es ja so, einfach schon einmal, es gibt ja mehrere Handhaltungen. Ne? Es gibt die da zum Beispiel, die ich immer eingelernt habe, nämlich auch so, wie du gesagt hast, keine Ahnung, das war auch noch Prä-YouTube, sondern ich habe halt einfach so draufgehauen, weil das hat funktioniert. Ja. Und dann erst viel später habe ich eigentlich gesehen auf YouTube, dass eigentlich die viel bessere Haltung die wäre, weil du dann nämlich eben von unten auch noch aufreißen kannst, und das doppelt machen kannst. Was jetzt so schwer ist zum Umstellen für mich. Aber das sind genau so Sachen. Aber es klingt auch anders. Und du hast natürlich dadurch mehr Individualität, weil neue Dinge entstehen aufgrund von Fehlern. Genau, das ist auch was, aufgrund das kann dann cool sein, fehlender Information. Genau. Einfach, ja. Und das war bei uns halt so. Und das drum, man kann die Zeit so schwer vergleichen, weil ich habe halt herumprobiert, dann habe ich das erste Mal gesehen, wie es geht bei einem Konzert von Billy Cobham, wo der Tim Landers hat damals gespielt und der hat halt zum Schluss vor dem Bass-Solo so Oktaven geslappt und da habe ich das erste Mal gesehen, okay, der hat da mit dem Daumen unten da auf oben, zahlt er an mit
die Finger. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das ein bisschen, also das war halt alles ein anderer Prozess damals noch. Und das war natürlich für mich auch dann ein bisschen, mit der Slapperei war ich am Anfang auch in Österreich noch relativ... Ich kann mich erinnern, ja. Also da habe ich ein bisschen so den Ruf auch gehabt, der Langer, der kann schon slappen. Das weiß ich noch. Und sowas kann man natürlich heute schwer, ich meine, du müsstest wieder eine neue Technik erfinden. Ja. Und streng drum, nein, ich nehme. Ja, das ist schon wurscht, aber drum, damals war es noch ein bisschen einfacher, irgendwie sich so ein bisschen einen Ruf zu schaffen, weil heute kennen alle alles schon. Ja. Und was für uns so wichtig war diese, ich sage immer, die Zeit der Leidenschaft. Ja, die ersten 10 Jahre Musik machen, auch damals mit unserer Band Zenit damals, ja, wo wir eigentlich noch nicht wirklich gewusst haben, was wir tun irgendwie. Also ich überhaupt nicht. Ja, ich habe zwar gespielt, ich glaube, ich habe dann schon ganz lässig gespielt, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich tue. Ja. Aber es war so leidenschaftlich und wir haben einfach unser Ding gemacht und wir haben uns gar nicht viel überlegt. Also es war halt auch so eine Unbefangenheit da, die aber gut war. Ja. Und das ist auch wiederum, wenn ich es mit heute vergleiche, das fehlt mir manchmal ein bisschen, so dieser intuitive Zugang. Jetzt ist halt alles oft schon sehr... Die Informationen sind schon so groß, dass man schon ganz genau weiß, was man zu tun hat und das hat alles schon so einen Plan irgendwie. Ja, und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Ich meine, technisch spielen, ich sage das ehrlich, die Leute, die zu mir zur Zulassungsprüfung kommen, spielen technisch alle viel besser, als ich Jahre später gespielt habe. Ja. Also die spielen alle super eigentlich. Ja. Aber es gibt eben noch andere Aspekte, wo ich dann sage, da bin ich vielleicht wieder ganz froh, dass ich einen anderen Weg genommen habe, dass ich als Autodidakt mir das vielleicht anders erschließen habe müssen. Ist aber alles jetzt keine Wertung. Ja. Aber es gibt halt verschiedene Zugänge. Das denke ich mir auch, das denke ich mir oft, wenn ich mir zum Beispiel den YouTube-Kanal vom Helmut Bibel anschaue, wenn du den kennst. Ja? Also den Helmut Bibel kennst du natürlich auch, ob du den YouTube-Kanal kennst. Ja. Und wenn der Helmut einfach die Gitarre also das hat einfach einen Ton. Klingt einfach. Das ist einfach ein Ton, der ist unique. Ja. Und das ist jetzt wurscht, wer da neben mir sitzt und die sind vielleicht technisch dann auch. Ja. Aber da ist dieser eine Ton, das tut einfach, weil der, glaube ich, meine Vermutung, meine Interpretation halt einfach einen anderen Weg gegangen ist, wie du sagst. Ja. Und das finde ich sehr spannend. Was ist eigentlich, spielst du andere Instrumente auch oder nur Bass? Nicht nennenswert. Okay, also, gut. Ich hau, wenn es sein muss, ein bisschen am Schlagzeug herum, aber ja. Und ich habe, also in meiner Familie, ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, überhaupt nicht. Aber es hat immer ein Klavier gegeben bei uns daheim, weil meine Mutter als Kind Klavier gelernt hat. Und was ich immer schon gehabt habe, ich bin zu Instrumenten gegangen, die halt herumgelegen oder herumgestanden sind und habe einfach herumklimpert oder herumzupft oder irgendwas. Ja. Einfach so, die Neugierde war immer da und so habe ich auch auf dem Klavier immer herumklimpert. Aber ich habe nie ein Instrument gelernt. Und ich habe dann HTL gemacht, wo es auch keine Musik gibt. Und ich bin eigentlich kompletter Autodidakt am Instrument. Ich habe später das Konservatorium gemacht, auch abgeschlossen. Aber der Lehrer, den ich gehabt habe, der Hansen Rudel, der war damals der Leiter von der Jazzabteilung und ein super Typ. Der ist quasi, ich war sein letzter Absolvent, 1989, glaube ich, ist er in Pension gegangen. Und der war ein guter Jazz-Kontrabassist, ein super Bassist, aber E-Bass hat er eher so gebrauchsmäßig gespielt. Wenn es halt sein hat müssen, hat er halt E-Bass gespielt. Und insofern hat er mir eigentlich jetzt nichts sagen können, weil ich habe nur E-Bass gespielt und der hat das auch akzeptiert. Ja. Insofern, ich sage immer, beim Hansen habe ich Kaffee und Lebenskunde gehabt. Wir haben viel geredet und es war eine super Zeit. Aber ich bin am Instrument nach wie vor Autodidakt geblieben bis heute. Ja. Und für mich ich habe auch nie viel geübt. Für mich war das Wichtigste Musik hören. Ja. Ich sage immer, ich habe
in jungen Jahren meinen Trichter aufgehabt und da habe ich die Musik eingefüllt und unten ist was rausgekommen. Ja. Ich habe auch nie was transkribiert, genau, hätte ich ja gar nicht kennen. Ja. Oder ich habe auch nie so versucht, was ganz genau 1:1 nachzuspielen. Ich habe eher immer versucht, die Zutaten zu verstehen oder das Phrasing aufzunehmen oder den Sound und das mehr oder weniger ein bisschen auf meine eigene Art zu verwursten. Gibt's für dich irgendeinen einen Tipp, den du jetzt weitergeben könntest, als, wie ich sage, Legende, an junge Leute, die an junge Leute, lassen wir es einfach einmal so, an junge Leute oder Neulinge oder die gerade irgendwie anfangen ein bisschen oder schon ein bisschen weiter sind, aber nur einen Weg einfach vor sich haben, so kann man es, glaube ich, formulieren. Der eine Wenn du Tipp es zusammenfassen kannst, ja. in eine Regel, wo man sagt, das war eine gute Idee, das zu machen vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich es auf eine Regel zusammenfassen kann, aber mir fallen spontan 3 Sachen ein. Ja. Das eine ist wirklich Musik hören, ist wahnsinnig wichtig. Hört sich Musik an, die euch berührt auf eine Art und Weise und auch speziell vielleicht das Instrument, das man spielt, ja, wo man sagt, das taugt man und einfach, damit man irgendwie inspiriert wird. Ja. Und das andere ist, man sollte sich nicht so einen zu klaren Plan machen, von dem quasi so einen Vorplan, wie die Karriere laufen soll, weil das funktioniert nicht. Ja, einfach passieren lassen, ein bisschen mehr. Und das Dritte ist, ich habe oft das Gefühl, dass man sich zu viel damit beschäftigt, was man spielt. Also quasi die Line muss jetzt so sein und das muss jetzt so sein und ein bisschen zu wenig, wie man spielt, einfach wie es dann klingt. Sprich, natürlich ist wichtig, was man spielt, aber mindestens genauso wichtig ist auch, dass man sich dabei zuhört, wie das klingt. Ja? Weil das erlebe ich halt auch immer wieder, dass Leute wirklich technisch sehr gut spielen und das eigentlich schon mal sehr viel da ist, aber das jetzt noch zur Musik machen, das fehlt dann noch ein bisschen. Ja, also einfach mehr oder weniger ein gutes Phrasing, einen guten Sound, ein gute Groove, Timing und so weiter. Also sprich, nicht nur was spiele ich, sondern auch vor allem wie spiele ich. Ja, cool. Ich würde sagen, wir könnten natürlich noch 4 Stunden weiterreden. Ja. Aber ich sage mal grundsätzlich danke, dass du da warst. Sehr cool. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ja. Ich habe dich gebeten, mache ich mit allen aktiven Musikern, die da sind. Wir haben ja nicht nur Musiker da, wir haben ja auch ein bisschen Leute aus dem Business von Bookern und so weiter dann auch mit am Start. Aber bei den Musikern frage ich immer, ob wir einen Song gemeinsam machen können, weil wir sind da bei YMI Music und haben da den Vorteil, dass wir natürlich alles schon fix fertig irgendwie verkabelt und mikrofoniert und beleuchtet und alles haben. Und das nicht zu nutzen, wenn man gute Musiker da hat, war natürlich fetzendeppert. Und da habe ich dich auch gefragt, was wir für einen Song machen könnten. Und du hast mir vorgeschlagen Imagine. Jetzt haben wir alles zur Verfügung grundsätzlich. Und ich könnte dich irgendwie auf allen möglichen begleiten. Aber da Imagine in C ist, wäre mein Vorschlag, wenn du möchtest, wenn das für dich okay ist, dass ich mir am Flügel knall, weil in C kann ich am Flügel alles irgendwie spielen. Viel weiße Tasten, oder? Genau so ist es, ja. Weil ich bin ein ganz großartiger Pianist, ich kann alles in C. Ja. Bei F ist vorbei. Ja. Ja, also würde ich mich freuen. Dann machen wir eine kurze Lulu-Pause. Ja, braucht man in unserem Alter schon. Ich möchte nur kurz dazu sagen, weil vielleicht es wäre verwundert, dass ich mir das Lied aussuche. Weil natürlich ist ja gar nicht so einfach, wenn du fragst, spiel mal ein Lied, was willst du denn spielen? Da gibt es ja so viel und natürlich kann man vielleicht jetzt erwarten, dass man irgendeine Fetzer-Nummer spielt, wo ich halt ein bisschen... Aber dann habe ich mir gedacht, wenn wir zu zweit sind, ich meine... weiß nicht, dass man da jetzt irgendwie so ein Fusion-Lied spielt, ist eigentlich ein Blödsinn. Das kann man sich auf mein Album auch hören, wenn man das will. Und Imagine ist so ein Lied, ich habe in jungen Jahren hauptsächlich Instrumentalmusik gehört, muss ich sagen. Aber Imagine ist eins der Lieder, das hat mich immer berührt. Ja. Und
ich glaube, Imagine passt auch gut in die Zeit jetzt. Das Also klar, ja. wir leben ja in einer sehr strangen Zeit momentan und ich glaube, die Messages auch, die können wir gerade ganz gut brauchen. Und das zu zweit spielen ist ja für mich auch ungewohnt. Ich spüre so gut wie immer sonst im Band-Kontext. Ja. Ich muss auch sagen, es ist ungeprobt, Nein, was wir jetzt tun. Wir wissen nur, dass wir Imagine spielen wollen. Aber mehr wissen wir noch nicht. Ich werde am Klavier probieren. Ich habe es auch am Klavier noch nicht wirklich gespielt. Du musst singen. Ich bin sehr verkühlt, aber ich werde es irgendwie probieren. Ja, du bist verkühlt, aber singst immer noch 10-mal so gut wie ich nicht verkühlt, muss man auch sagen. Ja. Ich habe dich noch nicht Nein, singen ich kann gehört. gar nicht singen. Passt nicht, ich gesagt, gehen wir rüber in den Aufnahmeraum, in den großen, wo der Flügel steht. Und dann probieren wir es einfach. Vorher noch Lulu und dann gehen wir es auch. Okay. Danke. Gerne. Imagine there's no heaven. It's easy enough, you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions, and when the real you can. No need for greed or hunger. A broader heart of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will leave us one.